Moin Leute, ich möchte euch heute gerne Tonka Cola von der Marke Mancera vorstellen. Es ist ein ganz neues Release, erst seit wenigen Wochen erhältlich, und ob es für mich ein gelungenes Release ist oder nicht, erfahrt ihr jetzt in den kommenden Minuten. Wir starten aber erst einmal mit der Flakon-Präsentation. Es handelt sich hier um die 60 Milliliter Variante. Es ist das typische Mancera Design. Ja, mir persönlich sagt das zu. Die Glasqualität ist auch gut, da kann man wirklich nichts kritisieren. Der Deckel ist ein Magnetdeckel, eine Magnetkappe. Das finde ich auch gut. Es gab eine Zeit lang und gibt es mitunter auch noch ebenso diese Drehverschlüsse. Mir persönlich gefallen die Magnetdeckel aber besser. Ja, aber wie sage ich immer so schön, natürlich geht es primär immer um den Duft, um die Duft-DNA. Und ich kann auch gleich direkt sagen, für mich ist Tonka Cola ein ganz tolles neues Release. Und ich finde auch, dass das Thema Cola wirklich gut umgesetzt wurde. Denn eine Cola hat ja durchaus auch etwas Sprudeliges und Belebendes an sich. Und das nehme ich hier auch von der Kopfnote bis in den Drydown wahr. Es riecht wirklich nach Cola, sprudelig, ja aromatisch und wirklich toll. Denn ich bin auch ganz ehrlich, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass Tonka Cola einfach zu süß und vor allem auch zu synthetisch riecht. Aber da muss ich sagen, hat Mancera meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Der Duft ist zu keinem Zeitpunkt zu süß und riecht auch im Rahmen dieser DNA für mich relativ natürlich. Wir haben natürlich eine gewisse Synthetik, das lässt sich nun mal auch nicht verhindern, wenn es eben um so ein Thema Cola geht, aber nichtsdestotrotz im Rahmen dieser DNA, ja man könnte sagen im Rahmen der Möglichkeiten, finde ich, wurde dieses Thema relativ natürlich umgesetzt. Der Start ist für mich primär erstmal sehr frisch und spritzig. Also hier dominiert meiner Meinung nach ganz klar die sizilianische Zitrone. Neben dieser Note nehme ich so leichte Gewürze wahr. Ich finde, da riecht man tatsächlich vor allem auch Muskat sehr gut heraus und auch so eine leichte Zimtnote. Und in der Kopfnote wird auch Schwarzkirsche angegeben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die nehme ich so in den ersten Minuten noch nicht so wirklich wahr. Man ahnt zwar, dass so im Hintergrund so langsam etwas leicht Kirschiges herauskommt, aber ja, in der Kopfnote ist es tatsächlich eine Duftnote, die für mich noch nicht so präsent ist. Und ich kann auch an dieser Stelle direkt sagen, dass für mich die Schwarzkirsche perfekt auf die anderen Duftnoten abgestimmt wurde und ja nie zu präsent wird. Das finde ich persönlich wirklich perfekt gelöst. Es schwingt die ganze Zeit eine leichte kirschige Note mit, aber es wird dadurch jetzt auch kein reiner Kirschduft. Wie gesagt, finde ich perfekt. Das gibt der Tonka- und Cola-Kombination dann eben auch so ein Cherry-Vibe. Aber diese Note wird, wie gesagt, nie zu präsent. Im Herzen haben wir dann Cola, Patchouli und Orangenblüte angegeben. Und da muss ich wirklich sagen, diese drei Duftnoten riecht man wirklich sehr gut heraus. Also diese Cola-Note, die auch schon so im Ansatz in der Kopfnote zu riechen ist, die wird im Duftverlauf immer präsenter. Es kommt halt immer mehr so dieses Sprudelige heraus. Und den Patchouli nehme ich auch richtig gut wahr. Und für mich ist hier der Patchouli auch die Basis des Duftes. Also es ist ganz klar herauszuriechen, dass der Duft eben auf Patchouli aufgebaut ist, dass das eben die Basis ist. Der Duft wirkt aber trotzdem zum Glück nie zu erdig oder zu muffig, sondern gibt dem Duft einfach nochmal so eine dunkle und tiefe Basis. Und auch die Orangenblüte riecht man meiner Meinung nach klar und deutlich heraus. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass für mich Tonka Cola auch eher wie so eine Spezi, ja wie eine Mezzomix, Schwipschwap und wie die ganzen Dinger heißen riecht, als eben nur nach einer Cola. Denn ich finde, dass wir neben dieser recht präsenten sprudeligen Cola-Note eben aber auch eine recht präsente Orangennote haben und daraus ergibt sich für mich tendenziell eher so ein, ja, Spezi-Mezzomix-Getränk. Im Drydown haben wir dann noch Tonkabohne, Benzoe, Labdanum und Vanille. Und ich muss sagen, dass ich den Drydown sehr interessant finde. Denn so nach 7 bis 8 Stunden kommen immer mehr so die gourmandigen Noten, nämlich die Tonkabohne und auch die Vanille heraus. Und das lässt den Duft tatsächlich auch so gourmandig ausklingen.
Die sprudelige Cola-Note ist zwar immer noch präsent, bei weitem aber nicht mehr so wie in den ersten Stunden. Und dann ist es eben so eine Kombination aus, ja, einer gourmandigen DNA mit dieser leicht sprudeligen Cola-Note. Und meine erste Assoziation war tatsächlich auch, dass Tonka Cola wie ein Mix aus einer Dr. Pepper in weniger süß und einer Spezi riecht. Denn wir haben eben diese Cola-Note mit einer leicht kirschigen Note. Das ergibt ja quasi so eine Dr. Pepper. Dazu haben wir aber eben auch eine präsente Orangenblüte, was ja dann tendenziell so in eine Spezi-Richtung geht. Und das gemixt ergibt für mich Tonka Cola. Die Haltbarkeit ist mit 9, tendenziell 10 Stunden richtig gut. Da kann man nichts kritisieren. Man kommt durch einen langen Arbeitstag im Vergleich zu anderen Düften der Marke vielleicht etwas schwächer. Aber wie gesagt, das ist auch keine Kritik. Die Sillage ist in den ersten 2 Stunden auf meiner Haut wirklich sehr intensiv. Also dann nehme ich diese sprudelige Cola-DNA wirklich sehr intensiv wahr. Richtig toll. Danach beruhigt der Duft sich etwas. Dann ist die Sillage jetzt nicht mehr so intensiv. Man nimmt den Duft aber trotzdem noch wahr. Ich möchte jetzt auch noch mal ganz kurz den Vergleich zu Enigma von der Marke Roger Parfums ziehen, denn auch dieser Duft arbeitet ja mit einer recht präsenten Cola bzw. Cherry Cola Note. Man kann schon sagen, dass beide Düfte eine ähnliche Richtung einschlagen, aber dennoch grundverschieden sind. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass Enigma von Roger Parfums nochmal komplexer ist. Das soll den Duft Tonka Cola gar nicht abwerten oder schlecht machen, ganz im Gegenteil. Es muss auch nicht immer super komplex sein. Ich habe euch ja auch bei Tonka Cola eine interessante Duftentwicklung und vor allem auch die Wandlung im Drydown erzählt. Aber nichtsdestotrotz ist Enigma einfach nochmal eine etwas andere DNA, die insgesamt auch komplexer wirkt. So, und dann bin ich auch durch für heute. Und du kannst ja gerne mal kommentieren, wie du Tonka Cola findest. Mich interessiert da ja immer eure Meinung. Sage ich auf jeden Fall danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.